Meine Lieben, ich habe in den letzten Tagen viele eurer Kommentare gelesen, vor allem auch unter meinem Beitrag, wo ich euch darum gebeten habe, zu kommentieren, über welche Themen ich in Zukunft Videos machen soll. Natürlich habe ich mir dazu fleißig Notizen gemacht und nach werde ich diese Videos auch für euch abdrehen. Was ich aber auch noch machen wollte, ist, mich bei euch zu bedanken. Und zwar dafür, dass ihr so eine liebenswerte und freundliche Community seid. Ich danke euch, dass ihr da seid, fleißig lernt und dass ihr euch immer die Zeit dafür nehmt, Kommentare unter meinen Videos zu hinterlassen. Ich weiß, dass es auf Social Media nicht immer selbstverständlich ist, so viele liebenswerte Menschen in einer Community zu haben. Umso mehr weiß ich euch daher zu schätzen. So, aber nun zum heutigen Thema. Heute wollte ich mit dir über etwas sprechen, das viele belastet, nämlich die Angst davor, auf Deutsch zu sprechen. Ich sage ja immer und immer wieder, dass man beim Deutschlernen auch sehr früh anfangen sollte, die Sprache anzuwenden. Das beinhaltet natürlich nicht nur das Schreiben, sondern eben auch das Sprechen. Manchmal fühle ich mich aber, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass es richtig ist, wie ein Elefant im Porzellanladen, weil ich immer außer Acht lasse, dass es einige von euch große Überwindung kostet, mit anderen zu sprechen. Daher möchte ich das heutige Video einfach dafür nutzen, dir ein paar Tipps zu geben, wie du deine Angst Stück für Stück überwinden kannst und hoffe natürlich sehr, dass ich dir damit helfen kann. Lass uns erst einmal schauen, was deine größte Angst sein könnte. Falls ich falsch liege oder dich eine andere Angst bedrückt, lass es mich einfach in den Kommentaren wissen, damit wir uns dort weiter austauschen können. Also, mögliche Ängste sind: Ich mache Fehler, das ist peinlich. Wenn ich einen Fehler mache, denken meine Gesprächspartner sicher, dass ich dumm bin. Ich habe Angst, dass ich aufgrund meiner Deutschkenntnisse und meiner Herkunft nicht akzeptiert werde. Ich habe einen Akzent und habe Angst, dass man mich deshalb nicht richtig versteht. Ich habe Angst, dass ich in einem Gespräch nichts verstehe und öfter nachfragen muss. Das ist unangenehm. Und hast du einige dieser Gedanken auch schon einmal gehabt? Wenn man es aber mal genau nimmt und alle Ängste herunterbricht, landen wir bei einer großen Angst, nämlich der, was andere über uns denken könnten. Das ist natürlich eine Urangst, die in uns allen steckt, ob Muttersprachler oder eben nicht. Das Gefühl, was können andere über mich denken, wenn, ist natürlich sehr belastend. Aber ich kann dich beruhigen, wie gesagt, du bist nicht alleine und wir sitzen alle im selben Boot. Wir alle haben Angst, verurteilt zu werden. So, aber was machen wir jetzt? Zunächst einmal sollten wir uns überlegen, was uns wichtiger ist. Ist es uns wichtiger, dass wir bei anderen Menschen keinen schlechten Eindruck hinterlassen? Oder ist es uns wichtiger, dass wir unsere Ziele erreichen? Ich glaube, die Antwort kannst du dir schon selber geben. Wir können andere Menschen nicht davon abhalten, über uns zu urteilen. Egal wie perfekt und wie gut wir eine Sache machen, es wird immer bestimmte Individuen geben, die uns kritisieren. Also, warum sollten wir so viel Zeit und Energie verschwenden, indem wir versuchen, uns zu verstecken oder es anderen recht zu machen? Der größte Gefallen also, den du dir selbst machen kannst, ist nicht mehr so viel Fokus darauf zu legen, wie dich andere sehen könnten. Und meine Erfahrung hat mir auch gezeigt, dass diese Einstellung auch die genau richtigen Menschen in dein Leben ziehen wird. Nämlich die, mit denen du wirklich zu tun haben möchtest und deren Gesellschaft du wirklich schätzt. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber wenn ich mich zum Beispiel nach der Meinung anderer Kollegen gerichtet hätte, würde ich heute hier nicht sitzen oder stehen und YouTube-Videos zum Thema Deutsch lernen für dich machen. Mit anderen zu sprechen und von ihnen verurteilt zu werden, ist schwer, aber keine sprachlichen Fortschritte zu machen und sich mögliche Chancen in der Karriere sowie Freundschaften zu verbauen, ist auch schwer. Also, wähle weise. Nun kommen wir aber zu meinem ersten konkreten Tipp.
Meine erste Empfehlung ist, dass du zu Hause Szenarien und Gespräche trainierst. Stell dir vor, du wärst in einer bestimmten Alltagssituation. Was würdest du sagen? Was würdest du fragen? Was würde vielleicht sogar dein Gesprächspartner oder deine Gesprächspartnerin sagen? Stell dir einfach vor, du wärst ein Schauspieler oder eine Schauspielerin, die sich auf eine Rolle vorbereitet und den Text auswendig lernen muss. Das Ziel dieser Übung ist ganz einfach, dass du dein Gehirn auf bestimmte Situationen vorbereitest, in denen du auf Deutsch kommunizieren musst. Einfach damit du, wenn du in diese Situation kommst, das passende Vokabular automatisch abrufen kannst und das Ganze nicht mehr so neu für dich ist. Also, wenn du zum Beispiel einen Arztbesuch hast, geh vorher zu Hause mehrmals mögliche Dialogszenarien durch, die du führen könntest mit dem Arzt. Dabei kannst du dir auch gerne Notizen machen. Du wirst sehen, das wird dir helfen, schneller und leichter ins Gespräch zu kommen und deine Nervosität abzubauen, weil du schon vorbereitet bist. Das nächste, was ich dir empfehle, ist, klein anzufangen. Wenn du Angst vor langen Dialogen hast, kannst du einfach mit ganz kurzen Sätzen und Fragen starten. Zum Beispiel, frag jemanden nach der Uhrzeit oder frag im Supermarkt nach, wo der Zucker ist. Bestelle einen Kaffee zum Mitnehmen oder frag jemanden nach dem Weg. Bei diesen Dialogen kannst du nämlich gut einschätzen, wie lange sie dauern werden und du weißt auch, dass man dir höchstwahrscheinlich keine überraschenden Gegenfragen stellen wird. So kannst du deine ersten Dialoge führen und ich verspreche dir, nach ein paar Mal wirst du richtig viel Selbstvertrauen gewinnen und wirst immer längere Gespräche führen wollen. Und das Letzte, was ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist, dass du erstens deinen Perfektionismus ablegen solltest. Nichts ist perfekt und wenn es das ist, dann ist es langweilig. Und zweitens, dass das Beherrschen einer Sprache wirklich gar nichts über den Intellekt oder die Persönlichkeit eines Menschen aussagt. Ganz im Gegenteil, es zeigt nur, dass du bereit bist, eine neue, fremde Sprache zu lernen und das wiederum spricht doch für dich und deinen scharfen Verstand. Egal wie, ich bin stolz auf dich, dass du so weit gekommen bist. Und wenn du dieses Video verstanden hast, bist du ohnehin schon auf einem extrem hohen Sprachniveau. Sei also zuversichtlich und mache kleine Schritte. Gehe so weit, wie du dich wohlfühlst, aber fordere dich hier und da auch einmal selbst heraus. Du wirst sehen, dass du Stück für Stück keine Angst mehr vor Gesprächen auf Deutsch haben wirst. Ich hoffe sehr, dass dir meine Tipps helfen werden oder du durch dieses Video zumindest ein bisschen mehr Mut hast. Ich glaube auf jeden Fall ganz fest an dich. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann like es doch bitte, abonniere meinen Kanal und aktiviere auch die Benachrichtigungen, damit du keins meiner Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal.